Jetzt ist es offiziell, der Europapark wird 2023 den neuen Themenbereich Kroatien mit Achterbahn zwischen Griechenland und Russland bauen. Auf der Pressekonferenz zum Saisonstart bestätigte Michael Mack auch die Verbindung zur Geschichte des Romans Fliegende Schule der Abenteurer, in dem es um das Thema Elektrizität geht. Der neue Bereich wird auf der Fläche stehen, auf der bisher der Traumzeit-Dome, der Flug des Icarus, die Parabolantenne und die immer wieder Sonntagsarena standen. In den ersten veröffentlichten Animationen ist ein Big Dipper von Mack Rides mit 4 Reihen und je 4 Sitzplätzen pro Reihe zu erkennen. Ob es sich um eine einzelne Achterbahn oder wie vermutet um 2 duellierende Anlagen handelt, wurde noch nicht gesagt. In der Pressekonferenz machte Michael Mack außerdem Andeutungen zu einem Theater, bestätigte dazu aber noch nichts. Der Bau wird ab Mai auf VJoy durch eine Bauserie begleitet. Darin werden Patrick Marx und Lukas Metzger die Zuschauer mit neuen Informationen zur Neuheit versorgen. Der Europapark steht kurz vor seiner neuen Saison 2022. Zum ersten Mal plant der Park am 19. und 20. März eine Öffnung am sogenannten Pre-Opening Weekend, schließt danach nochmal von Montag bis Freitag und hat ab dem 26. März wieder durchgehend geöffnet. Der Park startet damit zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ohne Verzögerung in seine Sommersaison. Zum Start der Saison wird wieder die 3G-Regelung für den Zugang gelten. Es gilt weiterhin die gewohnte Maskenpflicht in Innenbereichen, Warteschlangen und Attraktionen. Neu ist, dass jetzt nur noch FFP2-Masken verwendet werden dürfen. Für die nächsten Wochen wurden Lockerungen der Maßnahmen in Deutschland angekündigt. Wie diese genau umgesetzt werden, ist aber noch nicht ganz klar. Nun zu den Neuerungen der Saison. Viele Neuheiten findet ihr in meinem Neuheitenvideo oben rechts in der Infokarte. Neben diesen sind auch neue Shows geplant. Darunter die neue Adventure-Parade, die ursprünglich für 2020 angekündigt war. Auf Twitter teilte Thomas Mack bereits Bilder von neuen Paradewägen. Darunter einer zu Piraten in Batavia und einer zu Rolantica. Im Magic Cinema läuft in dieser Saison wieder ein neuer 4D-Film. Nach dem Start des zweiten Happy Family Kinofilms im November folgt nun auch die Fortsetzung des Kurzfilms im 4D-Kino des Europapark. Auch bei Alpen Express Coastiality wird es einen neuen Film geben, der von Amber Blake handeln wird. In der Arena of Football im englischen Themenbereich soll die Partnerschaft mit dem SC Freiburg sichtbar gemacht werden. Auch das neue Europapark-Stadion kann interaktiv erkundet werden. Außerdem wird dort der Sponsor Adidas durch Puma ersetzt. Eine weitere Neuerung gibt es für alle Tagesbesucher, die mit dem Auto anreisen. Für das Parken auf dem Hauptparkplatz werden ab sofort 8 € fällig. Bisher kostete das Parkplatzticket 7 €. Zum Saisonstart wird auch der erweiterte österreichische Themenbereich geöffnet sein. Der Umbau des ehemaligen Abenteuerlands ist zwar noch nicht komplett abgeschlossen, er wird aber in 2 Stufen durchgeführt, sodass der Bereich nach einer ersten Umbauphase in den letzten Monaten zur neuen Saison wieder geöffnet werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei die ehemalige Dschungelfloßfahrt, die jetzt den Namen Josephinas kaiserliche Zauberreise trägt. Die Geschichte der Attraktion dreht sich um das Adventure Club of Europe Mitglied Kaiserin Josephina von Österreich. Auf der ACE-Webseite gibt es erste Informationen zur neuen Geschichte. Dort werden die Schlossgärten ihrer Sommerresidenz Schloss Bergkristall beschrieben, in denen es kunstvolle Brunnen und Statuen zu bestaunen gibt. Diese Schlossgärten sind auch Teil der Thematisierung von der Attraktion, wie erste Bilder der Pressekonferenz zum Saisonstart zeigen.
Die Attraktion wird in diesem Jahr noch mit den alten Flößen der Dschungelfloßfahrt betrieben. Zur zweiten Baustufe 2023 sollen dann neue Boote folgen. Die Geschichte von Josefina wird auch mit dem restlichen österreichischen Themenbereich verbunden. Im Artikel auf der Adventure Club of Europe Seite wird von gnomartigen Wesen mit türkiser Haut gesprochen, die in den Alpen Edelsteine schmieden. Eine eindeutige Anspielung auf die bereits seit Jahren existente Zauberwelt der Diamanten. Die dort lebenden Yomis soll Kaiserin Josefina entdeckt haben. Die Kaiserin mit dem Spitznamen Fina soll außerdem ein Hauptquartier für den Adventure Club of Europe in Österreich gebaut haben, welches in Zukunft ebenfalls Teil des österreichischen Themenbereichs sein könnte. Neben Josefinas kaiserlicher Zauberreise wird auch die ehemalige African Queen wieder geöffnet sein und nun unter dem Namen Donaudampfer durch das Wasser schippern. Auf dem See gibt es in Zukunft außerdem eine dauerhafte Fontänenshow namens Wiener Wasserwalzer. Diese Neuheiten sind bereits auf dem neuen Parkplan zu sehen. Neben den 2 Attraktionen und den Fontänen sind allerdings bisher keine weiteren Neuerungen im Vergleich zum ehemaligen Abenteuerland zu erkennen. Lange haben Fans darauf gewartet, jetzt hat der Europapark die neue Jahreskarte namens Ressortpass vorgestellt. Diesen wird es ab Mitte Mai in 2 Varianten zu kaufen geben. Für 225 € wird es den Ressortpass Silver geben, der allerdings keinen unbegrenzten Eintritt bietet. An 50 vordefinierten Sperrtagen können Inhaber den Park nicht besuchen. Wer mehr Flexibilität möchte, kann für 395 € zum Ressortpass Gold greifen, der neben dem unbegrenzten Eintritt an jedem Öffnungstag auch 2 Tageskarten für Rulantica beinhaltet. Neu ist auch, dass es sich beim Ressortpass um ein begrenztes Angebot handelt, welches ausverkauft sein kann. Weitere Informationen zur neuen Jahreskarte bekommt ihr in meinem Video dazu oben rechts in der Infokarte. Auch am Europapark geht der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nicht spurlos vorbei. Seit 2010 ließ sich der Park seine Achterbahn Blue Fire vom russischen Staatskonzern Gazprom sponsern. Vor allem in der Halle, die den Eingangsbereich der Attraktion bildet, wurde den wartenden Besuchern Werbung des Gasförderunternehmens gezeigt. Seit 2020 war die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Gazprom Zentrum des Sponsorings, dafür wurde auch die Halle zum Nord Stream 2 Dome umgebaut. Offenbar wegen dem Ausbruch des Kriegs kündigte der Park nun an, das Sponsoring auszusetzen und sämtliche Hinweise auf Nord Stream 2 zu entfernen. Das betrifft vor allem die Namen der Attraktionen. Der Blue Fire Mega Coaster, powered by Nord Stream 2, heißt jetzt nur noch Blue Fire Mega Coaster. Der Nord Stream 2 Dome wird zum Blue Fire Dome. Wie sich die Aussetzung und eventuell endgültige Beendigung auf die kurz- und langfristige Gestaltung der Eingangshalle von Blue Fire auswirkt, ist bisher nicht bekannt. Bis zuletzt wurden dort animierte Werbevideos auf großen Videowänden gezeigt. Am Samstag hat der Europapark endlich wieder geöffnet. Wann ist euer erster Besuch geplant? Ich wünsche euch einen tollen Saisonstart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.